Ihr fahrt ein Tesla Model 3 oder Model Y und seid unzufrieden mit dem Werkssoundsystem. Dann heiße ich euch jetzt herzlich willkommen. Ich bin Patrick Gladen, arbeite bei Gladen in der Entwicklung für Plug-and-Play-Soundsysteme und zeige euch heute, warum Gladen Mosconi das einzig wahre Plug-and-Play-Set hat und was der Unterschied ist und wie man es verbaut. Im ersten Step kommen wir zu ein paar technischen Sachen. Tesla gibt es mit zwei verschiedenen Werkssoundsysteme zum Unterscheiden. Subwoofer hinten verbaut, ja, nein. Es gibt im Internet mehrere aus China, so Platinen, dass die Werkshochtöner, die verbaut sind, spielen. Ganz ehrlich, das sind einfach Platinen mit zwei Kondensatoren drauf für teuer Geld. Wir haben sie das angeschaut, haben dann gesagt, okay, da lassen wir lieber den Werksbreitbänder oben spielen im Einstiegsset und tauschen die Türlautsprecher. Somit gibt es da kein Problem mit dem Kabelbaum oder Co. Wir haben zwei verschiedene Kabelbäume, eben einmal ohne Werkssoundsystem und einmal mit Werkssoundsystem. Ohne Werkssoundsystem haben wir hier die Original Tesla Stecker für den K-Computer, für die MCU, die rechts hinterm Handschuhfach sitzt, das werden wir nachher nur sehen. Wir haben alle Anschlüsse für die Pico 810 plus gebrückt für den Subwoofer. Beim Tesla 3 oder Model Y mit Soundsystem haben wir ebenfalls einen Plug-and-Play-Kabelbaum, die Anschlüsse für den K-Computer, die Anschlüsse für einen Werksverstärker, zweimal die Anschlüsse für die Pico wieder. Was man da nicht vergessen darf, man braucht 13 Eingänge. Und das ist möglich mit der Extension Card. Und die haben wir gehört hier angeschlossen, die was bei der Pico erweiterbar bis 11 Eingänge bis 12 Eingänge erweiterbar. Kleiner Hirn. Und somit kann ich alle Kanäle im Werkssoundsystem ansteuern. Wir haben auch für die, wo ein Werkssoundsystem drinnen ist und der Hochtöner von Werk aus spielt, haben wir natürlich auch den Stecker für den Hochton auf unseren SG-Hochtöner. Auch hier eine Aufnahme, dass man es im Tesla in der Originalaufnahme einfach nur einklippt. Also den müsst ihr nicht reinkleben oder sonst irgendwas, den klickt ihr einfach nur rein. Somit sind die Hochtöner verbaut, alles 100% Plug and Play. Als Subwoofer haben wir entschieden für ein Downfire-Gehäuse aus massivem MDF, selbe Fertigungstechnik wie bei den allen anderen neuen Gladen Subwoofer-Gehäusen. Wir haben sie mit Absicht nicht für so ein ungelabeltes China Subwoofer-Gehäuse entschieden, die was zu Mass auf Alibaba und Co. gibt, sondern eben für die Downfire-Lösung, weil die einfach ein bisschen kraftvoller im Boss ist, es vibriert nichts im Fahrzeug, es tauchen keine Schwingungen auf. Das Gehäuse kann man zum Beispiel mit dem RS X10 Slim verwenden, wenn ich ein bisschen mehr will, oder wie wir in dem Fall mit dem M10. Das ist ein sehr effektiver Subwoofer, der spielt mit den echten 200 Watt von der Pico schon sehr, sehr gut. Dann haben wir natürlich das Herzstück von dem ganzen Set. Wenn kein Soundsystem verbaut ist, reicht die Pico 810. Das schließt man alles an, hat alle Ausgänge verfügbar. Hat er ein Werkssoundsystem, empfehle ich euch noch eine kleine Endstufe zusätzlich. Entweder für einen Subwoofer oder für einen Centerkanal, wie man es dann machen will. Ich hoffe, dass ich irgendwann ein Auto da habe mit Werkssoundsystem, dass ich euch das genau sagen kann. Der hinter mir hat kein Soundsystem verbaut. Da sehen wir die mittlere Einstiegsvariante von dem ganzen System. Als Türlautsprecher verwendet man die 200 SG. Die sind bekannt schon mittlerweile, funktionieren sehr gut.
Auch hier haben wir Adapterringe für die Tür mit passenden Plug-and-Play-Stecker, damit auch hier nichts zerstört wird im Fahrzeug. Was ich jetzt da nicht liegen habe, was sehr viel dabei ist, ist Dämmung. Nicht nur, dass wir den Lautsprecher stabilisieren, sondern auch die Fahrgeräusche im Elektroauto minimieren. Wir entfernen die Türverkleidung, damit wir unseren Lautsprecher mit Adapterring-Stecker montieren können. Dazu muss man hier eine kleine Blende wegtun, dass man zu den Schrauben kommt. Dann wird das Spiegeldreieck nach oben gehebelt, gezogen. Der Hochtöner, okay, der hat sich von selbst abgesteckt. Der ist verbaut, aber wird nicht angespeist. Nur bei den großen Soundsystemen wird der angespeist, so wie die da oben. Die sind alle verbaut, werden aber nicht angespült. Und da gibt es das Problem, bis 21 war da in der A-Säule der Stecker, dass man es anspült. Jetzt ist das ein riesengroßer Bügelstecker und nicht mehr so einfach. So, dann ist die Türverkleidung weg. Dann tun wir den Akustikstoff weg. Damit wir alles abschließen können. Dann stecken wir den Lautsprecher ab, schrauben den weg. In dem Set ist so viel Dämmmaterial drinnen, damit ihr die ganze Tür am Außenblech und hier dämmen könnt. Das mache ich jetzt nicht, weil das soll ja kein Dämmvideo werden. Das soll ein Erklärvideo für unser Soundsystem werden. Dann stecken wir den Lautsprecher wieder an und dämmen jetzt da rundum noch. Der Zusammenbau erfolgt jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Die MCU, also der Car-Computer, sitzt da oben. Dass wir da dazu kommen, entfernen wir den Verkleidungsteil, den entfernen wir gleich, damit wir unser Kabel verlegen können. So, jetzt ist die Abdeckung herunten. Jetzt hoffe ich, dass ich euch das sagen kann. Wir haben hier die MCU. Hier sieht man USB-Stecker, HDMI-Kabel, alles drum und dran. Und der Stecker, der ist unser Signalkabel. Hier ist der Stecker,
Wir stecken den ab. Nehmen unseren Kabelbaum. Stecken das zusammen. Hier steckt der Tesla-Kabelbaum in unserem Kabelbaum und stecken nur unseren Stecker jetzt in die MCU. So, wenn das alles da oben steckt, verlegen wir den Kabelbaum gleich im Holm. Wenn man den original geklipsten Tesla Kabelbaum anhebt, kann man unseren Kabelbaum sauber am Boden entlang verlegen. Wir entfernen die hinteren Verkleidungen, dass wir die Kabel verlegen können und die Stromkabel. Jetzt kommt ein wichtiger Hinweis, weil jetzt geht es um Gefahr. Wir sehen da drüben orange Kabel, das heißt Hochvolt. Bei Tesla 400 Volt, bei Porsche 800 Volt. Lebensgefahr. Also wenn ihr euch da unsicher seid, was macht, geht's zum Fachhändler, geht's in die Fachwerkstatt, egal was für Hersteller. Ich weiß nach Messen und Tesla-Dokumentation, dass hier 12 Volt sind, die nicht überwacht sind vom Werkssystem. Und somit kann man jetzt das Kabel, den letzten Rest sauber verlegen. So, die Endstufen wird dahinter montiert, dass wir da hinkommen, entfernen wir da ein paar Verkleidungsteile, dann einmal den Deckel weg, wo dann der Subwoofer hinkommt, dann diese Verkleidung weg. Können jetzt das Klettverschluss wegklicken. Also weg tun, machen da auf. Und somit kommen wir da hinten her. Wir schrauben noch den Kunststoffteil weg, weil wir da die Endstufen drauf befestigen. Und da entlang nach vorn legen wir unsere Kabel. Nachdem wir die Endstufe mit Micro-USB-Kabel mit dem Laptop verbunden haben und sich alles verbunden hat, drücken wir hier auf dem Fenster auf Sound ab. Drücken wieder auf Sound ab, wählen unser Set aus, in dem Fall Tesla Model 3 mit SR Ausstattung und Subwoofer, laden das komplette Set ab, sehen, dass sich hier was bewegt hat, drücken auf OK, speichern das in allen 4 Varianten ab und drücken OK und somit lädt er jetzt alle 4 Presets rein.
Wir haben die Endstufen jetzt auf dem Kunststoffteil befestigt und somit können wir unseren Kabelsatz jetzt anstecken. Eins bis 4. Fünf bis 8. Wir haben hier nur die Subwooferleitung. Die verlegen wir dann noch. Wir haben hier auch für einen Center-Lautsprecher und den Signalausgang. Sprich, man kann mit einer Atomo 2 oder Atomo 1 macht man nur einen Stromabgriff, schließt da die Atomo an und ich kann über die Pico den Center-Lautsprecher ohne Probleme mit betreiben. Die Endstufe ist verbaut, Subwoofer-Kabel liegt vorne, haben wir den Strom angeschlossen. Hier sind die Kabeln. Jetzt kann man das ganze Fahrzeug wieder zusammenbauen und den Subwoofer einbauen. Wir haben hier das massive Downfire-Gehäuse. Da rappert nichts, da scheppert nichts. Das kommt jetzt da rein. Schließen wir Rot auf Rot, Schwarz auf Schwarz. Stellen das Gehäuse da rein. Das liegt sauber drinnen. Man kann es beladen und man kann den Deckel zumachen. Der Einbau ist jetzt abgeschlossen. Das absolut Coole bei HiFi im Tesla ist, durch das extrem weite Armaturenbrett und breite Armaturenbrett schafft man da eine sehr coole Bühne, also wirklich sehr fokussiert, sehr breit. Das macht dann echt Spaß zum Musikhorchen. Durch die Mehrdämmung, was jetzt in die Türen da ist, wird das ganze Fahrzeug auch ein bisschen ruhiger beim Fahren. Wir haben jetzt ein schönes Bassfundament. Es rappert nichts, es scheppert nichts. Die ganzen Funktionen am Display bleiben erhalten. Wir greifen da nicht ein. Und das Allerwichtigste, es ist 100% Plug and Play. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Spaß hier herinnen. Auf jedem Foto schaut sie gleich. Ihr Leben ist Perfektion. Wenn sie vorbeigeht, ja dann schauen die Leute. Weil was anderes ist nicht gewohnt.